Kamera läuft. Selfmade-Sauna. Oder Wellness-Hotel. Lagerfeuer. Oder Lavamuschel. Draußen brutzeln. Oder drinnen schlemmen. Für Hinreisen starten wir das große Wellness-Experiment. Ich habe für Daniel einen Premium-Wellness-Tag mit köstlichem Entspannungsprogramm organisiert. Und ich mache mit Alex Wellness in der Wildnis. Draußen bei Minusgraden und fast kostenlos. Der Clou: Der andere ahnt vorher nicht, was ihn erwartet. Hätte ich das nur vorher gewusst. Und damit wir auch wissen, was uns am meisten entspannt, Haben wir beide die hier um. Ausgangspuls? 134. 92. Was? Und der Verlierer. Muss leiden. Hallo. Wo ist denn hier der Wellnessbereich? Sie müssen einmal über den Hof zu den Gartenhäusern. Na dann, ab ins Kalte. Dankeschön. Wellness-Erfahrungen bei Daniel und mir quasi nicht vorhanden. Hallo. Hallo. Wir sind Daniel und Alex. Wir haben etwas gebucht. Herzlich willkommen. Hallo. Dann können wir auch gleich loslegen. Bin gespannt. Hier sind wir in Sabines Reich. Ihr hättet euch übrigens auch direkt hier umziehen können. Oh, na toll. Hoffentlich ist sie nicht sauer. Wir sind nämlich ordentlich zu spät. Daniel, Anfangspuls, wie sieht's aus bei dir? Warte. 92. Ist ja auch Arbeit hier irgendwie, ne? Mächtig aufgeregt, mächtig aufgeregt. Wo bist denn du? Meiner ist bei 98. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen mehr entspannen. Du siehst doch wirklich heftig gestresst aus. Oh ja. Ich habe für uns die Forman Deluxe Gesichtsbehandlung ausgesucht. Daniels Gesicht braucht mal ein Update. Auch die Augenbrauen könnten ruhig mal in Form gebracht werden. Sag mal, Sabine, eine Frage als Wellness-Einsteiger. Worauf sollte ich achten, wenn ich zu dir zur Massage komme? Also schön ist es immer, wenn die Leute frisch geduscht sind, wenn sie nicht direkt nach dem Essen kommen, weil es für die Gäste nicht so angenehm ist, wenn man bei der Massage auf dem Bauch liegen muss, wenn der Bauch so voll gefuttert ist. Und ganz wichtig ist auch immer, dass die Gäste pünktlich sind. 1,5 Stunden Verwöhnprogramm mit allem Pipapo liegen vor uns. Unter Sabines Händen sollte der Puls eigentlich runtergehen. Doch der geht erstmal richtig hoch. Tja, Alex, das hast du dir selbst eingebrockt. Und dafür habe ich 69 € ausgegeben. So, Alex, merk dir das Gefühl, prägst dir gut ein. Ich bin mal sehr gespannt, ob du beim Outdoor-Wellness auch ähnlich ins Leiden kommst. So, Alex, minus 8 Grad. Ja, Bereit für Wellness? gerne, aber Wellness? Machen wir bald Yoga oder was? Nicht ganz. Es gibt auch kein Hotel. Es gibt keine Massage. Schwierig gesagt. Aber wir bleiben hier mit Seeblick, mit Kälte. Aber mein Freund, ein bisschen was habe ich noch vorbereitet. Wart mal hier, bin gleich wieder da. Was versteht er unter Wellness? So, mein lieber Alex. Na? Jetzt klarer? Was machen wir? Das sieht aus, als würden wir eine Blockhütte bauen. Aus dem Koriander da machst du mir ein Süppchen und die Eier sind natürlich kaputt gegangen beim Werfen. Nö. Kleiner Tipp, es wird erst heiß und dann ganz schön kalt. Mein lieber Alex, wir bauen eine Schwitzhütte. Und dann will ich mit dir da rein.
Aber jetzt müssen wir erstmal ganz schnell Feuer machen. Dauert ein bisschen. So. Ist das schon Wellness, ist die Frage? Das Knistern ja, Der Rest nicht? aber wie das so schön vor sich hin, das beruhigt auf jeden Fall schon. Und das ist kein Koriander, das sind getrocknete Birkenzweige. Die müssen ein paar Stunden eingeweicht werden. So, Alex, was sagt eigentlich der Ausgangspuls? 102. 102, warte. 110. Ha, siehst du. Der führt zum ersten Mal. Und dann müssen schnell unsere 8 Steine ins Feuer. Die müssen 3-4 Stunden lang glühend heiß werden. 3-4 Stunden? Ein Aufwand. Bei Sabine ist alles schon fix und fertig. Und vor allem schön warm. Aber dieser Pudding fühlt sich echt weird an. Daniel, das ist kein Pudding, sondern Creme mit Arganöl. Die soll die geschundene Haut wieder ins Gleichgewicht bringen. Na, wo liegt der Puls? Jetzt bei 112. Wenn du so weitermachst, bei 180. 112, mein Freund. Sabine zieht wirklich alle Register. Zum Schluss schickt sie uns auch noch fast in den Schlaf. Das war nicht schlecht. Es fühlt sich massiv weich an. Ja, ne? Ganz anders. Großartig. So, Alex, Ja. was sagt die Uhr? Was war der Tiefstwert? 78. Ich bin bei 71. Runde 2, unten im Folterkeller. Hier muss ich aufholen, denn dem Verlierer droht eine Behandlung mit heißem Wachs. Aber erst zurück an den eisigen Arendsee. So, Alex, hast du Hunger? Sollen wir Baum essen? Nee. Pass auf. Bei dir im Hotel, schicke Kiste, wirst bekocht. Ich würde sagen, hier müssen wir uns ein bisschen selbst drum kümmern. Pass auf, müssen wir noch füllen. Alex, es gibt erster Gang, Punsch. Punsch? Ja, Punsch. Erstmal eine Grundlage schaffen. Ja, der ist heiß. Na dann, Prosit. zum Wohl. Aus Wellness. Wollen wir Gang 2 vorbereiten? Aber Vom Komplexitätsgrad steigt es nicht wahrlich. Wir haben Kartoffeln, wir haben Folie. Oh Gott, oh Gott. Wir sitzen im Qualm und wir machen schöne Feuerkartoffeln. Oh Gott, oh Gott. Und dann müssen wir wieder warten. Aber Wellness heißt ja auch entschleunigen und runterkommen. Was sagst du? Auf einer Skala? 4 Sterne. 4 Sterne? Gekauft. 4 Sterne kann ich sehr gut leben. 4 Sterne hat übrigens auch mein Wellnesshotel. Das Hotel Schloss Tangermünde, ein Autostündchen von Magdeburg entfernt. Und hier habe ich noch eine Challenge zu gewinnen. So, und um überhaupt noch irgendwas reißen zu können, habe ich mir gedacht, ich muss härtere Bandagen aufziehen. Und dafür habe ich in der Broschüre geguckt und die tiefste Entspannung, die verspricht die Lavamuschelmassage. Hier kriegt man für 90 € 70 Minuten Entspannung. Die ist ja heiß. Jetzt weiß ich auch, warum die Lavamuscheln heißen. Und war das eine gute Wahl? Habe ich so Chancen zu gewinnen? Auf jeden Fall. Was ist das Geheimnis der Massage? Bei der Massage durch die Wärme entspannt die Muskulatur. Und dadurch fällt es einem natürlich auch leichter zu entspannen. Für Daniel habe ich was ganz anderes ausgesucht. Ich bestreiche den Körper mit einer ganz tollen Cremepackung, die weiße Schokolade beinhaltet. Darf ich da mal rein? Sieht das aus wie ein Schokofondue oder? Darfst auch gerne mal riechen, die riecht wirklich ganz toll. Also zum Essen nicht zu empfehlen, aber. Nein. Eine Dreiviertelstunde bekommt man für 52 €. Boah, das fühlt sich richtig gut an.
Sag mal, und wer bucht das so bei dir? Das buchen überwiegend die Frauen. So, dann wickel ich dich jetzt einmal ein in die Folie. Okay. Das klingt erstmal gruselig. Und unter Wärme kann das Ganze dann richtig schön einziehen in die Haut. Oh shit, sieht aus, als würde Daniel tiefer abtauchen. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich habe keine Chance. Jetzt machen wir den großen Vergleich. Na dann, Also. bei mir sind es 79. Bei mir sind es 54. Ich glaube, mein Freund, mach's beinfrei. Guck mal, lieber Alex. Verzeiht mir die Schadenfreude, aber ich habe ein bisschen Bock. Bist du bereit? Nee. Kostet schmerzlos. Okay. 1:0 für Daniel. Weg. Okay, zack. Ich sehe die ersten Steine schon glühen. Das wird richtig gut hier, oder? Butter. Butterweich. Butterweich, dann gib die mal her. Ey, Fußball. Was? zack. Rein damit. Und mit dem Essen kommt auch langsam die Entspannung. Ich habe für dich ein Messer. Ach herrje, jetzt muss ich wohl selber. Yes, Alex, es fehlt ja noch der Nachtisch. Bisschen Wintergemüse. Oh Gott. Oh, die ist schon verbrannt. So schnell kann es gehen. Was wäre denn eigentlich eher so euer Trip? Team Wellness? Oder Team Wildnis? Deine Prognose, was denkst du? Ich glaube, mehr Leute Wildnis. Meinst du? Nee, Wellness? Ich glaube, die wollen alle Ich ins glaub, Hotel. 50-50. Alle wollen ins Hotel. Probieren wir's? Probieren wir's. Außen warm, innen kalt. Ich muss sagen, ich habe mir so viel mehr erhofft. Wir sind hier übrigens am Ahrensee. Der liegt eine Autostunde nördlich vom Hotel Schloss Tangermünde. Auf dem Wasser kann man Bootstouren machen, angeln und sogar in die Tiefe tauchen. Wir saunieren heute aber nur. Wer will, kann direkt im Wald auf dem Campingplatz Ahrensee zelten, auch im Winter. 23 € kostet eine Nacht für 2 Personen, im Sommer sind es 26 €. Da wir aber nur für den Tag hier sind, ran an die Schwitzhütte. Und damit es auch schön mit einer guten Planzeichnung vorangeht hier, ich habe uns mal was aufgemalt. Wir spannen jetzt eine richtig schöne Schnur, Plane rüber, luftdicht abdichten, Steine rein und dann gibt es einen richtig schönen Banja-Aufguss. Wichtig ist, das muss richtig straff sein, allerdings nicht zu hoch, weil im Raum soll sich die Feuchtigkeit sammeln, die heiße Luft, beziehungsweise die hohe Luftfeuchtigkeit, und dann darf das nicht so mega hoch sein. Wir müssen uns ein bisschen bewegen können, aber ein bisschen krauchen geht klar. Ha? Das Material für die Selfmade-Sauna habt ihr entweder bereits im Keller liegen oder ihr bekommt es beim Baumarkt um die Ecke. Plane, Schnur, Steine, 2 Eimer, Birkenzweige und Kellen. Die Kosten für alles liegen bei etwa 50 €. Aber schön sieht's aus. Aber schön sieht's aus, ha? Pulscheck nach dem Aufbau. Alex 115, ich 119. Ich bin in diesem gesamten Outdoor-Teil höher als Alex. Ich weiß nicht, es läuft irgendwas verkehrt. Es läuft was verkehrt hier. Mein Gefühl, das dürfte es noch nicht gewesen sein. Denn gleich wird's hier richtig heiß. Krass. Aber wo ist denn sonst Wasser? Tja. Tangermünde liegt eigentlich an der Elbe. Das Hochwasser beschert uns aber schaurig schönes Ostsee-Feeling. Nach dem ganzen Rumgeliege im Wellnessbereich haben wir Lust, uns ein bisschen die Beine zu vertreten. Daniel, hast du schon mal ein Bier gezapft? Du hast Läuft, Erfahrung. läuft. Da kommt also nicht noch Schaum raus.
Wenn wir schon selber zapfen können, dann machen wir auch voll. Hier im Zipfel darf jeder Gast selbst zapfen. Im Krug landet eine regionale Spezialität. Tangermünder Kuhschwanzbier. Kann man trinken? Kann man wunderbar trinken. Ich frage mich nur noch, was der Kuhschwanz damit zu tun hat. Gibt es da eine Erklärung zum Kuhschwanz? Also früher hat man gesagt, als die Brauerei noch ganz groß war in Tangermünde, dass die Kühe ihren Schwanz im Wasser der Elbe hatten. Und daher kommt der Name Kuhschwanzbier. Und das schmeckt man. Ich kann auf den Schwanz verzichten, ehrlich gesagt. Doch Bier allein macht noch nicht satt. Ich zeige Daniel jetzt mal, wie ein richtiges 3-Gänge-Menü aussieht. Guten Abend. Boah, der Tisch am Fenster. So, Alex, ich nehme den. In Ordnung? Boah, das sieht so aus, als sollte man die Knigge-Regeln 1 bis 4 beherrschen. Stoffservietten. Aber ich sehe ein Besteckset, ich glaube, wir kommen klar. Beim Blick in die Karte entdecken wir noch eine regionale Spezialität. Was ist denn eine Tangermünder Nährstange? Meine These? Ja. Ein sehr nachhaltiger Müsli-Riegel, aber es passt überhaupt nicht hier rein. Stange Brot. Tangermünder. Gibt's das Brot? Du meinst so Kuhschwanz. ein trockenes Ding, das nach nichts schmeckt? Meine These ist Knusper. Völlig lost. Doch bevor wir zum Dessert kommen, beginnen wir mit einem Duett aus Grünkohl und Rotkohlsuppe. Garniert wird das Ganze mit weißer Schokolade. Mit der hat mich Sabine ja heute schon eingepinselt. Grün ist ja Hammer. Aber die weiße Schokolade ist wirklich der Hit. Hauptgang, Lachs für mich. Und rote Beete-Puffer für mich. Guten Appetit, lieber Alex. Guten Appetit. Aha. Aha. Kartoffelschnee. Hat was von Kartoffelbrei? Brei. Wahrscheinlich ähnlich. Und der dritte Gang löst hoffentlich das Rätsel um die Tangermünder Nährstange. Schmeckt Vanille. Hat was von Vanilleeis gefüllt mit irgendeinem... Es knuspert ein bisschen auch. Wie krokant. Also, Ist es vermessen, wenn ich Stracciatella erwähne? Egal, schmeckt gut. Und der Puls? Leicht erhöht, aber entspannt. Und jetzt das große Challenge-Finale. Ich habe das Gefühl, in der Schwitzhütte könnten wir Rekordwerte erreichen. Zeit für auf. So, Alex. Ready to go? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tür zu! So, ihr Lieben, wer fragt euch, was das mit Wellness zu tun hat? In der russischen Banja sagt man, das regt die Durchblutung an, stärkt das Immunsystem und in der Atemluft tut es den Lungen gut. Geil, oder? Oh Gott! Schmeckt auch noch ausgezeichnet. Gott, oh Gott, oh Gott. Wie fühlst du dich? Und was sagt dein Puls vor allem? Na, der ist jetzt bestimmt bei 93 und da geht noch mehr. 93, warte. Ich sage 119. Alex. So aufregend ist das Oh, nicht. so aufregend ist das nämlich. So, hier nochmal ein bisschen Nachschlag. Learning fürs nächste Mal. Mehr Tape mitnehmen, besser abdichten. Am Anfang war ja noch viel Qualm hier drin durch die Steine. Sobald aber Wasser drauf ist, ist die Luft hier drin sauber. Nur noch Dampf, klar, kann man super atmen. Das ist der absolute Hammer. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, aber gut. So, Alex, ready fürs Wasser? Oh, herrlich. Mal gucken, ob überhaupt Wasser da ist oder nur Eis. So, Leute, von gefühlten 40 Grad rein ins Eiswasser. Eis? Komplett gefroren. Hier auch. Gott, oh Gott. Ey, das ist klar. Warte mal. Warte mal. Oh. Komm hier rein. Alter, schaut euch mal ganz kurz diese Eisplatte an. Na dann.
Ich würde sagen, Wellness Hotel war zwar entspannender, das hier war lustiger, aufregender. Was hat denn euch besser gefallen? Ich hätte jetzt schon ein bisschen Bock wieder auf Hotel. Wir gehen auch auf jeden Fall erstmal wieder in die Schwitzhütte. Letzter Pulscheck. 154, ja. Und 138 für mich. 1:1. Unentschieden. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, hier drüben.